Okay, Leute, wir sind soweit. Herzlich willkommen bei diesem sehr außerordentlichen Coaching. Wir sind 1000 Leute in unserem Zoom. Es waren 1000 schon im Warteraum, bevor ich das Zoom eröffnet habe. Und es sind gerade 800 live auf YouTube, die uns zuschauen. Herzlich willkommen und ich bin sehr stolz, heute Abend dieses Meeting führen zu dürfen, denn wir haben hier eine sehr große Person dabei. Es ist der beste Network Marketing Coach der Welt. Ich werde ihn auch gerade hinzufügen. Welcome, Eric Worre. Good evening. Hello. Hi, Eric. So let me quickly record this call so that we can show it also to our other friends that couldn't make it for tonight. So please confirm that we are recording. Recording in progress. All right. So Eric, how are you? I'm good, my friend. It's good to see you. Good to see everybody on your team. Congratulations on all your success. Thank you very much. Thank you very much. So, wie ich heute erklärt habe, wird Eric hier sein. Wir werden zusammen ein Coaching führen. Es geht um unsere Ultimate Series, um die 4 perfekten Schritte, die man ausüben kann, um die Personen richtig onzuboarden. Eric kennt dieses Coaching. Er hat es gereviewt, er hat es angeschaut und er wird heute Abend auch sein Input geben. I just told them that you know the process that we are living in the first months, and I will ask you to give us your advice in between. Okay, so jetzt gehen wir in den Präsentationsmodus, denn wir haben eine sehr tolle Präsentation vorbereitet für heute. Ich werde jetzt gerade meinen Screen mit euch sharen. Okay, that's it. All right. So, der erste perfekte Business-Monat. Die Agenda von heute ist ganz einfach. Ultimate Series. Was ist Ultimate Series? Was sind diese 4 Steps? Dann werden wir euch erklären, wie gesagt, was es ist, wie man es nutzt und vor allem wieso. Und einfach, um euch verstehen zu geben, was das Krasse ist an unserem Coaching. Die ganze Welt erklärt dir immer, was du tun sollst. Was. Nur die wenigen sagen wie. Und niemand sagt dir, wieso du es tun musst. Heute Abend decken wir alle 3 Komponenten ab, weil es unsere Mission ist, euch zu befähigen als Profi-Networker. Und gerade zu dem möchte ich kurz bei Eric fragen. Eric, so I just said the entire world tells you always what to do. Only a few people tell you how to do it, and nobody tells you why you need to do it. So tonight we will cover all the 3 parts. You want to say something about this philosophy that there are so many experts out there that tell you what, but nobody tells you how to really do it? Sure. I mean, look, I think a lot of leaders have good intentions, and even a lot of trainers have good intentions, but many of them don't know how to do what they're talking about doing. They're just repeating what they learned from somebody else. Okay. Er sagt, sehr viele Leader, wie auch sehr viele Trainers und Coaches, die haben die besten Intentionen, aber in Wahrheit wissen sie selber nicht, wie es funktioniert. Sie repetieren einfach Dinge, die sie von anderen gehört haben. Yeah, and obviously nothing happens in our business unless a sale happens. You know, that's what drives everything. Okay. Und als Resultat, das, was zählt im Endeffekt, ob dann quasi die Dinge auch funktionieren, ob dieser Verkauf stattfindet, ob dieses Recruiting stattfindet. Nur das beweist, ob ein System wirklich funktioniert oder nicht. But if you want to go beyond sales and really build a business, you need to learn how to recruit, you need to learn how to duplicate, and you need to learn how to lead. Okay, aber er sagt, wenn du dein Business wirklich zum nächsten Level bringen möchtest, dann geht es nicht nur um Verkauf. Du musst lernen, wie man rekrutiert, wie man dupliziert, das ist das Thema von heute Abend, und auch wie man anführt. All right. And really the most important thing, and the thing that I'm excited for you, is if you have a good system
it's easier to recruit. If you have a good product, it's great. But if you have a product and a system and leadership that you can plug people into, now you have a perfect kind of solution for people. Und jetzt eben das, worüber er sich für uns freut, oder? Er sagt, wenn du ein funktionierendes System hast, wo die Menschen einfach dieses System umsetzen können, mit dem machst du den Unterschied. Ein gutes Produkt ist auch sehr wichtig, aber mit dem System machst du den Unterschied, mit einer starken Leadership, wo die Menschen einfach reinkommen können und dann begleitet werden. Das ist der Game Changer. Alright, so I will go on now. Unsere Ultimate Series kennen wir, oder? Ich habe hier jetzt auch Duplikation 2.0 geschrieben, weil es wirklich sehr einfach ist. Die 4 Steps der Ultimate Series, sie zeigen einfach den neuen Beratern, wie das Business möglichst simpel angegangen werden kann. Und uns, die bereits im Business sind, wo es immer schwierig ist das jetzt jemand, auf den ich zählen kann? Kann das jemand sein, der wirklich motiviert ist, der wirklich mit mir Gas geben kann? Dank diesen 4 Steps, wo die Leute unbedingt durchgehen sollen, kannst du auch ein bisschen filtern. Okay, weil nicht alle sind bereit, das zu tun. Und als Leader hast du die Möglichkeit, wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, ist diese Person bereit, mir zu folgen? Hier auf dieser nächsten Slide sehen wir, was es ist. Okay, das sind unsere 4 Steps. Wir haben Onboarding, wir haben den ersten Erfolg, wir haben Marketingplan oder Marketingplan erklären und Road to Senior Leader. Das ist unser Core Rank, eine der wichtigsten Qualifikationen, der wichtigsten Ränge in unserem Karriereplan. Es geht darum, die Personen mit Nachhaltigkeit und auch mit einer gewissen Geschwindigkeit und Einfachheit zu diesem Level zu bringen. Und das machen wir mit der Ultimate Series. Im Onboarding-Gespräch erklären wir das Business und wir lernen die Person besser kennen. Beim ersten Erfolg geben wir ihnen die Tools an die Hand, damit sie überhaupt verstehen, wie sie die ersten Rekrutierungen machen können, wie sie die ersten 200-300 Euro verdienen können. Beim Marketingplan liegt es dann an uns, dass wir ihnen zeigen, wieso es Sinn macht, das Ganze unternehmerisch anzugehen und skalieren, indem sie sich ein Business aufbauen möchten, indem sie sich ein Team aufbauen wollen. Und bei Road to Senior Leader kriegen sie von uns die konkrete Anleitung. Okay, so Eric, I just explained this process, the 4 steps. Okay, onboarding, like I wrote you today, okay, is basically, to tell them the basics, to get to know each other better with some specific questions. How important is it for you that the person can build like trust already from the beginning? Well, the most important thing, I think, in getting a person started and giving them the best chance for success is that you have a system. Also sagt, go ahead. Das Beste, was du mit einer Person machen kannst, die startet, um ihre Chancen wirklich des Erfolges zu erhöhen, ist ihnen ein System an die Hand zu geben. And what I like about what you've put together so far is people can't absorb everything right away. They need a little bit of time. So they need it step by step, because if you try to give them everything in one conversation, it's going to be too overwhelming. And if they get overwhelmed, then they don't take action. Was ihm besonders gut gefällt an unserem System, ist die Tatsache, dass wir sie nicht mit Informationen überfluten, sondern wir geben ihnen Häppchen um Häppchen, sobald sie auch Fortschritte machen. Das heißt, sie bekommen einfach genau diese Info zum Zeitpunkt, wo sie auch richtig absorbieren und verdauen können. And most companies don't really have a system, really. Every leader does it a little bit different. Every person does it a little bit different. Lots of styles. You don't have it documented. When you have a documented system and it makes sense, people can relax. There's a proven plan. I just have to follow it. Good. I don't have to create something on my own. All I have to do is do this. So, the first step that you talked about is in onboarding is just letting people know what to expect, setting expectations. Welcome to the team. We've got you back. We have a system. That's a lot to translate, but you understand what I'm saying. It's fine. It's okay. So sagt, es ist nicht selbstverständlich, dass die Firma ein System hat. Okay, wir sind die Firma in der Firma. Wir haben ein System, wo die Leute sich wirklich auch ein bisschen
Vertrauen aufbauen können. Sie fühlen sich auch relaxed, weil sie sich gut aufgehoben fühlen. Dieses Meeting, dieses erste Onboarding ist wichtig, weil man halt auch eine gewisse Erwartungshaltung kommuniziert, wie man miteinander umgehen möchte. Man lernt sich ein bisschen besser kennen. Und deswegen ist es gut, dass ihr etwas Einheitliches habt, wo nicht jeder noch sein eigenes Ding interpretieren muss und entwickeln muss, sondern ihr habt ein System, den alle kennen. Okay, perfekt. Auf dieser Slide habe ich jetzt quasi die Ultimate Series auf einen Blick. Okay, das heißt, es ist wirklich wasserdicht, 100%. Links sehen wir diese 4 Steps. In der Mitte, so was die Aktivitäten sind, die man ausführen muss während der Ultimate Series. Und rechts zusammengefasst, was so die Instrumente sind, die wir nutzen und die Aufgaben, die wir jeweils den Leuten vergeben, damit sie überhaupt in diese Rolle reinwachsen können. Wir gehen ganz kurz durch, damit ihr auch versteht, wie das Ganze gemeint ist. Ich übersetze kurz für Eric, damit er nicht da im Nirvana hängt. Also, Eric, I'm just making a quick translation so that you don't have to wait too long. This is basically our 4 steps. In the middle section, you see the activities. Basically, we have, during the onboarding, we want to show them like the first working day, okay? We show them, look, this is your desk, this is your application, this is this is that, so that they get the feeling and know, okay, this is a very professional team. They know exactly what to teach me, okay? So I'm going now through these points in German, and then I will ask again for your opinion. Perfect. Gut, wie gesagt, das Onboarding ist wichtig, denn es ist so wie der erste Arbeitstag. Die Leute bekommen ein gutes Gefühl, sie fühlen sich gut aufgehoben, sie spüren unsere Professionalität, sie spüren, dass wir uns Gedanken gemacht haben, dass wir auch an diesem System gefeilt haben, bis es so geworden ist, wie es heute ist. Wir nutzen die Onboarding-Checkliste für das, so als Wegweiser. Und dank einer Serie von Fragen, die wir haben in der Ultimate Series, finden wir auch ein bisschen mehr über die Person heraus, was sie so antreibt, was ihr nicht so gut gefallen hat vom Job, was ihre Träume, ihre Ziele sind. Wir locken sie auch ein bisschen aus den Reserven. Die Frage, die ich immer sehr gerne stelle, ist, was würdest du tun, wenn du eine unlimitierte Quelle an finanziellen Mitteln hättest, damit sie überhaupt so weit denken und wir sie auch in diese Richtung ein bisschen herausfordern und stimulieren. Wir setzen mit diesem Onboarding die Basis für eine gute Geschäftsbeziehung. Wir nutzen also die Onboarding-Checklist, jetzt bin ich ganz rechts bei den Aufgaben, und ein Fragenset. Und wir vergeben Aufgaben. Es ist sehr wichtig, das Meeting darf nicht verlassen werden, ohne dass wir den Leuten Aufgaben vergeben. Modul 1 und Modul 2 anschauen und Namensliste erstellen. Wir geben ihnen 3 Tage Zeit, Maximum. Und wir sagen ihnen, wenn du vorher fertig bist, dann melde dich bei mir. Weil so haben wir die Möglichkeit, natürlich diejenigen zu spüren, die halt schneller und hungriger sind als die anderen. Das meinte ich am Anfang, wenn ich sagte, dass diese Schritte uns ermöglichen, eben so ein Gefühl für die Menschen zu bekommen. Eric, question, how important is it to give assignments to a new person so that we can see how hungry and willing they are? Yeah, I mean, entrepreneurship is not something most people are taught. Most people are taught how to be employees. Mhm. Also, ich habe ihn gefragt, wie wichtig ist es, dass man Aufgaben vergibt? Und er sagt, viele Menschen, denen hat man nie beigebracht, Unternehmer zu sein. Sie sind wahrscheinlich ein Leben lang Angestellte gewesen und das hat man ihnen beigebracht. So as an employee-minded person, you are trained to follow instructions, to get your assignments and do what's asked of you. Okay, mit einer Mentalität eines Angestellten hast du nichts anderes gemacht als Aufgaben ausgeführt. Das heißt, wir unterstützen sie am Anfang, damit sie keinen Schock bekommen, sondern einfach genau das weitermachen können, was sie schon gelernt haben, nämlich Aufgaben ausführen. So you know, if you know this about people that they need assignments, you need to be the one providing them. Show them the whole plan and give them assignments. And that lets you know who you can spend your personal time with because they follow instructions and they do the assignments, and who you spend group time with and hope that they eventually become coachable. Okay, das ist ein sehr wertvoller Input. Er sagt,
Ihr müsst also diejenigen sein, die diese Aufgaben vergeben. Und den Filter, den ihr nutzen könnt, ist diejenigen, die die Aufgaben ausführen, denen schenkt ihr eure direkte Aufmerksamkeit in One-to-Ones. Und mit den anderen, die hingegen die Aufgaben nicht so ausführen, wie wir uns wünschen oder nicht rechtzeitig, die behandeln wir dann eher in der Gruppe, oder? Also nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Okay, super important. Thank you. Dann geht Welcome. es zum nächsten Meeting und das nächste Meeting heißt der erste Erfolg. Und das ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Meetings, denn die Person muss ein tolles Erlebnis verspüren, so schnell wie möglich. Der erste Erfolg dient dazu, dass man wirklich in die Umsetzung geht. Man hat die Namensliste, man beginnt mit der Person die wärmsten Kontakte zu kontaktieren, man macht eventuell schon Three-Way-Calls über WhatsApp, Video oder über Zoom, was auch immer, damit wir für Sie das Business präsentieren können. Auch bieten wir Ihnen an, die Strategien mit Ihnen zu teilen, die Sie schon zum Erfolg führen in Sachen Verkauf. Eine erste Duftparty organisieren oder Ihnen zeigen, wie man mit dem Köfferchen im Allgemeinen umgeht, wie man Meetings macht und wie gesagt, den Koffer für einen arbeiten lässt. Was man dazu braucht, ist eine Anleitung, wie man eine Duftparty organisiert. Man braucht ein wenig Storytelling, damit man auch Erfolgsgeschichten aus dem Team erzählen kann bei diesem Termin. Und die Hausaufgaben, die wir vergeben, ist sicher Modul 3 und Modul 4 anzuschauen. Das ist ja Storytelling und Präsentieren und Follow-up und auch, wie man eine Duftparty auszuführen. Okay? Und man verabschiedet sich und sagt, beim nächsten Termin will ich, dass du den ersten Erfolg bereits erreicht hast. Next question, Eric. I just explained how important it is to get the people to feel the first success already in the beginning. How crucial is it and what periods of time do you suggest? The example I use, it's like a baby who's just born and they may be born a little bit premature. You have to really be careful and you have to give them the most comfortable environment ever. And you have to watch them every second. And the only thing that helps them to become strong is some sort of positive results. Mm-hmm. They need either a great product result themselves, which builds belief, or their customers love the product, that helps. But the best thing is if they earn some money. And if you can help them earn some money quickly, then they go, oh, this is real. This is something that I can build on. So any kind of positive success, there's a lot of things you can do is good, but getting that first paycheck is one of the best. That and helping them rank advance. Those are a couple of the best things in order to build real duplication. Yeah. Based on your experience, how quick needs this success to happen to higher retention rate? First 30 days for sure. They have to get something. Okay. And sometimes it's just they meet a friend. They are in a positive environment. They go to an event. Yep. Sometimes they just love the products. Sometimes they have a customer or you know they recruit a few people. But if they can earn something, okay. The best thing about earning is now they can begin to give it more time. It's worth giving more time because there's money on the other side. Absolutely. The other things are emotionally good, but if they can justify it financially, now they can give more time. Absolut. Okay, ich habe ihn gefragt, oder in welchem Zeitraum dieser Erfolg passieren muss und wie wichtig das ist. Und er sagt, unsere neu rekrutierten Menschen, das sind wie ein bisschen zu früh geborene Babys, denen muss man sehr viel Achtung schenken. Plus muss man schauen, dass es ihnen gut geht. Und gut gehen bedeutet halt wirklich eine positive Erfahrung zu machen. Gewisse begnügen sich bereits, eine Person kennenzulernen, mit denen sie eine Freundschaft aufbauen. Aber das, was halt den größten Impact hat, ist definitiv das erste Geld zu verdienen, damit sie in ihren Köpfen praktisch das metabolisieren und denken, es lohnt sich, dass ich hier Zeit investiere. Also mit dieser Belohnung merken Sie, dass es sich auch wirklich lohnt. All right. Thank you, Eric. Welcome.
sobald diese Person wirklich diese positive Erfahrung gemacht hat, und wir Menschen sind so, wenn uns etwas Schönes passiert, dann müssen wir es weitererzählen. Ich mache ja immer das Beispiel mit dem Restaurant. Man könnte meinen, wir haben Aktien von diesem Restaurant, wenn wir irgendwo eine gute Pizza essen oder Sucuk mit Ei oder was ihr wollt. Habe ich noch nie gehabt, Leute, muss ich probieren, habe ich gehört. Aber es hat auf jeden Fall etwas in sich. Und so ist es genau mit unserem Business. Sobald die Person etwas Positives gespürt hat, dann wollen sie es weitererzählen. Und im dritten Meeting erklären wir ihnen, wieso sie das sehr wohl tun sollen und was passiert, wenn sie es auch nachhaltig machen. An dieser Stelle nutze ich immer den Cashflow-Quadranten von Kiyosaki, wo ich erkläre, wie man ein Unternehmer wird. Mit der 5x5-Präsentation zeigen wir Ihnen eine Perspektive, damit Sie eine Vision entwickeln und dadurch halt hungriger werden. Und im Endeffekt will ich von Ihnen ein Commitment spüren. Okay, ein Commitment spüren, wo Sie mir fast wie nochmal sagen, okay, Sandro, jetzt bin ich erst recht dabei. Ich habe mich eingeschrieben vor 3 Wochen, aber jetzt bin ich erst recht dabei, als würden Sie sich fast wie nochmals bei mir einschreiben. Wenn Sie das gemacht haben, dann geht es zur Road to Senior Leader, wo ich Sie dann zum Core-Rank führe. Und das machen wir, indem wir Ihnen konkret aufzeigen. 150 Anrufe in einem Monat, 120 gehen ran ans Telefon, 60 kommen zur Präsentation, 20 schreiben wir ein, mindestens 100 Punkte. Und den Rest machen wir mit gutem Verkauf und unsere Leute mit gutem Verkauf und wir erreichen die 3.500 Punkte. Eric, the thing about bringing people as quick as possible to core rank, I learned that from you. Okay, why is it so important to have a core rank and to have a system that brings people to core rank? Well, the way to look at core rank is if you have sand on the beach, it could be blown all over the place. But if you get a building block, like a rank that has some stability to it, where a person's making a little bit of money, you can build a building with that, a solid building, one brick at a time. So finding a way to, go ahead. Das mit dem Core-Rank habe ich von Eric. Okay, einen Rang quasi identifizieren auf unserem Karriereplan, welches schnell Part-Time erreicht werden kann und wo man die ersten so 400 Euro plus minus verdient. Ich habe ihn gefragt, wieso ist das so wichtig? Er sagt, du kannst dich entscheiden, ein Gebäude auf Sand zu bauen, wo, wenn ein Sturm kommt, wenn der Wind kommt, das Gebäude dann umfällt oder gar nicht richtig aufgebaut werden kann. Oder du machst es auf einer soliden Basis und indem du Menschen zum Core-Rank führst, zum Senior Leader führst, erschaffst du eine solide Basis, die dieses große Gebäude dann auch tragen kann. Yeah, the big thing about core rank is our compensation plans can be a little overwhelming. You look at all the ranks and all the levels and all the things you have to do, and you can, even if you understand it, your prospect's not going to understand it. Okay. So they can understand getting to core, but it's better not to confuse them with too much technical detail and just have them focus on one simple goal and get to that core rank. Er sagt, sehr viele Karrierepläne können die Person verwirren oder es kann schnell zu viel werden für sie. Sie schauen zwar, boah, Emerald, Ruby, Diamond, President's Club, aber das können sie gar nicht verarbeiten. Hingegen, wenn wir ihnen ein Ziel geben, und das ist eben unser Senior Leader, unser Core Rank, dann fokussieren sie sich am Anfang, dass sie einfach das mal erreichen und dann schauen wir weiter. Wir wollen ihnen eben das Leben vereinfachen dadurch. Yeah, so if you build to core rank, that's really all you need to do to go all the way to the top. Because you build, and then you reach down to the group, who of the group that you just brought in to get to core rank yourself. How can you help them? Show them what you did, introduce them to the structure, help those get to core rank. Not everybody's going to do it. That's fine. Some are just going to use the product. Some are just going to be in and out. But those that are serious, they build, and then they reach down and they build. Then they reach down and they build. Now you can, you don't have to worry about how to get to diamond. You know, congratulations. It's Adita and Manuela both got to diamond recently. Yes. Congratulations to you.
But here's how you get to diamond. You don't have to like build to diamond by yourself. You build to core rank and you help other people do the same. And that's what gets you to diamond. Absolutely. Also Leute, wenn ihr das versteht, was er jetzt gesagt hat, dann geht wirklich ein Licht an. Er sagt, du kannst nicht einen Plan machen, um Diamond zu werden. Aber du kannst sehr wohl Senior Leader werden. Du bringst den Leuten bei, die reingekommen sind, dass auch sie Senior Leader werden. Dann bringen wir ihren Leuten bei, wie sie Senior Leader werden, immer mit der Unterstützung des Upline Managers und so weiter, bis du nicht so viele Betonblöcke, so viele neue Senior Leader hast, die in der Summe dich zum Diamond gemacht haben. Aber es ist viel einfacher, es zu duplizieren, weil es ein kurzer Step ist. Es ist, als würden wir Stein um Stein hochlegen und ohne, dass wir es dann gemerkt haben, boom, sind wir da und wir sind plötzlich Diamond Manager. Also das war für mich völlig Game Changer, als ich das verstanden habe von Eric, und dann haben wir auch das Ganze angestoßen mit eben Senior Leader, unser Core Rank und mit all den Coachings, die dann in diese Richtung entstanden sind. Alright, thank you. Kommen wir zur letzten Slide in diese Richtung. Wieso? Wieso machen wir das? Wieso Ultimate Series? Nummer 1, es bildet Vertrauen. Ein schönes Onboarding-Gespräch gibt dir ein gutes Gefühl und es gibt dir einfach die Möglichkeit, der Person, die dich reingebracht hat, zu vertrauen. Indem ich ihnen Fragen stelle, wo mein Interesse authentisch ist, werden sie spüren, boah, das ist nicht irgendein Business, die wollen wirklich wissen, was ich erreichen möchte und sie wollen mich wirklich dorthin führen. Nummer 1. Nummer 2, du entwickelst einen Glaube. Das bedeutet, sobald der erste Erfolg erreicht ist und du deine ersten 200-300 Euro in der Hand hältst, dann sagst du, boah, es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Ich habe meine Investment schon raus. Ich habe verdoppelt, verdreifacht. Also du glaubst daran. Und wenn du daran glaubst, dann erzählst du es auch weiter. Im dritten Gespräch geben wir dir eine Vision, eine Perspektive. Wir machen mit dir den Gedankengang durch, dass es sich lohnt, Unternehmer zu werden. Wir zeigen dir mit der 5x5 Präsentation, was wir in einem Jahr erreichen können, wenn wir beide Vollgas geben. Und deswegen siehst du dich, wie du plötzlich 5-stellig pro Monat verdienst. Und das tust du im dritten. Im vierten geht es um deine Kompetenzen. Bei Road to Senior Leader musst du die Skills, die Basics immer wieder und immer wieder einsetzen, damit sie dich Step by Step zum Senior Leader führen. This is also something I learned from you, Eric, the fact that the basics, okay? You can talk about mindset, you can talk about this and that, but how important is it in the beginning to manage the basics? Well, I mean, it's basic to us. For the new prospect, it's all new and a little bit completely different, you know? So there are some fundamentals that will help and that you're building on, which is have conversations with people. And from those conversations, you know, introduce your product or your opportunity, educate people. How do you use third-party resources to be able to do that? You know, what is the system? So keeping it simple is hard. Yeah. Getting it complicated is easy. You can make a million different steps and take forever, but simple takes art. Simple is what geniuses find a way to do. So don't be careful to not get bored with simple, because simple is what will make you a lot of money. Great, great. Er sagt, die Kompetenzen sind sehr wichtig. Menschen sind am Anfang überfordert, das ist sehr viel und deswegen, wenn du ihnen ganz simpel zeigen kannst, wie sie sich diese Kompetenzen aneignen, vor allem wie sie sie auch einsetzen können, dort muss man ein Genie sein, um so einen Prozess so klar und simpel zu behalten, wie es nur geht, weil die Dinge kompliziert zu machen, sagt er, das kann jeder. Aber diese Dinge einfach zu behalten, und er sagt uns auch, hört nie auf, die Dinge simpel behalten zu wollen. Es ist nie langweilig.
nur weil es einfach ist. Und Einfachheit ist mit dem verdient man das große Geld. Und ganz zum Schluss, like we agreed on that, keep it simple and easy. Okay? Es ist wichtig, dass wir das Ganze einfach behalten. Das, was Eric Worre vorhin schon sagt, was ist Ultimate Series? Du gehst zum Senior Leader und wir zeigen deinen Leuten, wie sie zum Senior Leader gehen und wir zeigen ihren Leuten, wie sie zum Senior Leader gehen und so weiter. In der Zwischenzeit bildest du dich weiter und eventuell gibst du dieses Onboarding, gibst du dieses erste Erfolg-Meeting und so weiter. In this process, Eric, we also learn leader how to delegate to their people, because these 4 steps in the beginning, it will be driven by them. But of course, you want to give your competences in your downline so that they can also grow. How important is it to delegate for duplication? Well, what you're trying to do is help a person who's dependent on you and help them become independent. Ja. So they can operate on their own. Okay, sagt, was man mit Delegation machen möchte, ist eine Person, die von dir abhängig ist, so schnell unabhängig von dir werden zu lassen, damit sie ihr Alltag selber managen können. And some people are going to become independent slower, and some people will become independent faster. Gewisse brauchen länger, bis sie unabhängig sind, und bei anderen geht es schneller. If any of you have children, some of them take a long time to become independent, and some of them, they take charge of their life. They become independent pretty fast. Genau, das ist wie bei unseren Kindern. Einige sind mega schnell, so völlig selbstständig und gehen, und als Eltern fühlst du dich schon fast schlecht, weil sie dich nicht vermissen, und andere brauchen dich die ganze Zeit, auch wenn sie größer sind. So it's not one time frame fits all. Some will go slow, some will go fast, but that's your goal, is to take them from dependent to independent. Das heißt, es sind nicht alle gleich, aber das soll unser Ziel sein, dass wir sie von abhängig zu unabhängig machen. Right. And if they're slow to become independent, you might have to stay with them and work with them a little longer, to help them develop their people. And if they're fast, they become independent, you can let them go and let them duplicate. Okay. Und er sagt, wenn die halt die langsamer sind, bei denen muss man halt mehr Aufmerksamkeit schenken, sie auch ein bisschen länger begleiten, auch mit ihren Leuten unterstützen. Und die anderen, die einen zeigen, dass sie gehen wollen, weil sie ready sind, solche Meetings auch schon alleine zu führen, ist es wichtig, dass wir einfach die Qualität kontrollieren, aber sie sollen dann ruhig gehen. Alright, perfect. Leute, in diesem Sinne, I can feel the November madness. This is the theme of our 30 days run now in November. Eric, can you feel the madness? I can feel the madness. The madness is the fact that you are with us in this Zoom. Ich habe gesagt, es ist völlig eine Madness, dass wir Eric in unserem Zoom haben. Ich möchte ihm jetzt das Wort übergeben, denn ich habe euch ja gestern bereits im Live erklärt, dass dieses Meeting auch uns eine andere Möglichkeit bietet. So, Eric, the stage is yours. I will be happy to translate you. Wonderful. And Alexi, can you throw up the chat so I can just see it? There is no chat. There's no chat? There is. Hold on. So, könnt ihr mal den Chat bedienen und was im Chat schreiben? Eine 1, eine 2. You don't have to. It would be interesting, but we don't have to. Okay, it seems like it's not working. However, we normally have it. No problem. Okay, all right. No problem. So, first of all, congratulations to all of you on all the growth and all the success. Als erstes möchte er uns allen gratulieren für dieses Wachstum und diesen Erfolg, den wir gerade haben. Your $1 million earners, Mariana, Tina, Funda, I think that's pronunciation, and Sandro, are just the first of many. Die neuen Millionäre, die ihr gebildet habt, Mariana, Tina, Funda und auch meine Wenigkeit, das sind die ersten von sehr vielen, die noch kommen werden. And I'm going to give you some encouragement, and I'm going to give you a bit of a warning. Und ich will euch eine Ermunterung geben, und gleichzeitig möchte ich euch auch eine kleine Warnung aussprechen. I've been involved in network marketing for 35 years, and I've seen an awful lot. Ich bin seit 35 Jahren im Network Marketing und ich habe schon so einiges gesehen.
And right now, you're in what's called momentum. Und zurzeit befindet ihr euch in einer Sache, die nennt sich Momentum. Everything is working. Everybody's signing up. Everybody's rank advancing. You know, it's a record growth month after month. Alles funktioniert. Jeder schreibt sich ein. Neue Rekorde, Monat nach Monat. So I have two messages for you since you are in momentum. Und ich habe zwei Nachrichten für euch, weil ihr eben in diesem Momentum seid. The first message is this. Now is not a time to rest. It's not a time to go on vacation. It's not a time to sleep. It's not a time to be distracted by anything. You need to run as hard as you can while you're in momentum because it's a special and rare thing. I like you, Eric. Er sagt, das ist nicht der Moment, wo wir uns ausruhen, wo wir schlafen, wo wir in den Urlaub gehen. Das ist jetzt der Moment, wo wir rennen müssen und alles holen wollen, was gerade in diesem Momentum zu holen ist. And if this is your first time involved in network marketing, this might feel like, oh, this is normal. Und wenn das eure erste Network-Marketing-Erfahrung ist, dann fühlt ihr euch schon fast so, oh, das ist normal. Yeah, everybody makes money this fast. Everybody brings in people this fast. Everybody's rank advancing like this. It's going to go on forever. Und wenn eben ihr jetzt bei der ersten Erfahrung seid, dann könntet ihr denken, jeder verdient so viel, jeder hat so viele neue Partner, jeder macht so viele Rank-Ups jeden Monat. That's why we call it November Madness, because this is crazy. Wieso nennt ihr es November Madness? Weil das einfach komplett verrückt ist. But here's what I'm going to tell you, and I want you to take this the right way. Und ich sage euch jetzt etwas und ich will, dass ihr das auch richtig versteht. It will not last forever. This growth pace, at some point, will have to take a breath and relax, and you know there's going to be a leveling off time at some point in the near future. Mhm. Er sagt, so eine Geschwindigkeit wird nicht für immer andauern. Ihr werdet irgendwann mal ein Level erreichen, wo sich das Ganze ein bisschen ausgleichen wird und ihr euch dann ein bisschen senkrecht bewegt. So I don't mean that to be discouraging to you, but to actually just talk real life. If there's a stock that's going straight up like crazy, it's a very popular stock, but the fundamentals are down here and the sales are up here, at some point, either the fundamentals have to come up or the sales have to come down. Das ist wie wenn eine Aktie komplett durch die Decke schießt, aber die Firma von dieser Aktie jetzt zum Beispiel nicht irgendwie mitwächst. Irgendwann mal wird der Preis von dieser Aktie wieder senken müssen, wenn die Firma nicht mitwächst mit dem Aktienpreis. So it's very difficult. There's a difference between earners in your business and leaders in your business. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Leaders und Verdiener. Okay, Verdiener sind die, die halt verdienen, und Leaders ist was anderes, sagt Eric. Just because they're a top earner does that not mean that they are a leader. For sure. Nur weil sie Top-Verdiener ist, bedeutet das nicht, dass sie ein Top-Leader sind. And while you're growing like this, everybody feels like they're a genius. Everybody feels like they're a superhero. Everybody feels like we're reinventing network marketing around the world. We're changing the model for everybody. We've cracked the code. Mhm. Und wenn das passiert, oder, dann denken wir alle, boah, wir sind die Besten, wir sind die Genialsten, die Intelligentesten. Wir revolutionieren Network Marketing, was auch immer. And you don't know who's a real leader and who's just an earner until you come up with some adversity, some challenge. Mhm. Und du weißt nicht, wer ein Verdiener und wer ein Leader ist, bis nicht irgendeine Schwierigkeit kommt. So when something happens, and it will, and who knows what it's going to be? It could be a company, some change in the management of the company. It could be a product change, or your favorite product goes away. It could be
bad press from somebody who doesn't understand our business. It could be a leader leaving and joining another company and telling lies about your company. It could be a million things. Ja. There's always something to blame. They could change your compensation plan, and then people have something to blame, but it's not really the adversity. It was just sales can't go straight up forever. Something has to happen. And when it does, that's when we find out if we have a leader. Okay. Er sagt, es kann immer etwas passieren. Man kann es nie wissen. Er will auch den Teufel nicht an die Wand malen, sagt er. Aber wir können nie wissen, was passiert. Es kann schlechte News kommen irgendwo, dass irgendein Artikel über uns veröffentlicht wird, was auch nicht der Wahrheit entsprechen muss. Es kann es kann dies passieren. Der Marketingplan kann sich ändern. Irgendwas kann passieren. Erwart uns einfach, damit wir gute Leader werden. So there's 3 things that you need to do to prepare your team while you're in momentum. There's 3 things that you need to do in order to make sure that you're the strongest when you're faced with a challenge. Er sagt, es gibt 3 Dinge, die man tun muss, während man im Momentum ist, bereit zu sein für jede Herausforderung, die auf uns wartet. Number 1 is understanding that it can't go straight up for forever. And when it does make an adjustment, we knew this was going to happen. No problem. We have a plan. Genau. Das erste ist es einfach Verständnis haben für das, dass es nicht immer so senkrecht nach oben schießen kann, auch wenn es ein bisschen ausgleicht. Wir sagen, kein Problem. Man hat uns gewarnt. Wir wussten Bescheid. Second thing is I have the core belief that whoever has the most trained team, whoever has the highest skills on their team, the best trained team ultimately wins. Er glaubt wirklich sehr stark daran, dass diese Firma oder dieser Leader, der das best ausgebildetste Team hat, die Person ist, die im Endeffekt dann gewinnt. Learning the skills to be a professional. Most people don't, when it's easy, they don't have to learn very many skills. They just plug into the system and they make money. But the skills themselves, particularly recruiting, duplication, and leadership, those skills are the most important. Er sagt das, was er schon vorher gesagt hat, Rekrutieren, Duplikation und Leadership, das sind die 3 Dinge, die du lernen musst. Wenn du im Momentum bist und du ein funktionierendes System hast, man könnte schon fast meinen, du musst nur den Stecker einstecken und du verdienst Geld. Und dann gehen diese 3 Dinge in Vergessenheit. Das ist bei uns nicht so. Oder wir trainieren ja unsere Community ständig. Das bedeutet, es ist wichtig, dass man einfach sich bemüht, diese 3 Dinge zu beherrschen. So again, the first thing while you're in momentum, and congratulations, the first thing is this, to make sure that you set proper expectations on the team. So they're not surprised when a challenge happens. Genau. Wichtig ist, dass wir uns alle bewusst sind, dass wir gerade in unglaublichen Wachstum sind. Ich sage immer, wir entscheiden, wann es fertig ist. Das weiß Eric auch. Aber wichtig ist, dass wir alle Bescheid wissen, dass das völlig normal ist, wenn das nicht immer so steil weitergeht. The second thing is to make sure that your team has the skills. Wichtig ist, dass das Team ausgebildet ist, dass wir die Kompetenzen haben. And the third thing, and I think most important, is you have to identify people on your team that have the potential of being a leader, and you have to mentor them into real leadership. Dann geht es darum, dass wir die Menschen in unserem Team identifizieren, die das Potenzial haben, wahre Leader zu werden. Und wir sollen sie dann mentoren, damit sie wirklich gute Leader werden. So you're bringing in a lot of sand. We have to turn it into bricks. We have to build an empire. Genau. Also aus diesem vielen Sand müssen wir diese Backsteine erschaffen, damit wir ein Imperium darauf erschaffen können. So it's a great opportunity. And I will tell you, this is one of the most important times
in network marketing in my entire career right now. Er sagt, in dem Moment, es ist ein sehr wichtiger Moment. Eins der wichtigsten Momente überhaupt, auch in seiner Network-Marketing-Karriere. And the reason is there's a lot of kind of limiting beliefs floating around the network marketing space after the pandemic. Lots of it. It's everywhere. Er sagt eben, Covid hat nicht unterstützt. Es gibt sehr viele, sehr einschränkende Glaubenssätze, die Leute entwickelt haben, seit es Corona gegeben hat. And people are going to be looking for a good home inside of the network marketing space with good leadership and good systems and good skills. Immer mehr Menschen werden Network Marketing in Betracht ziehen und es als ein Zuhause sehen. Und sie werden dann sich diese Firma und dieses Leadership aussuchen, welches gut trainiert ist, welches gut mentoren kann und wo einfach die Dinge gut und richtig funktionieren. The strongest companies and the strongest teams are going to win on a radical level over the next 1 to 3 years. Das heißt, die stärksten Firmen mit den stärksten Teams, die werden übertrieben viel Gewinne einbringen in den nächsten 1 bis 3 Jahren. But you have to be prepared. Aber ihr müsst vorbereitet sein. So let me talk to you about what I can do to help you prepare. Und jetzt erzähle ich euch, was ich für euch tun kann, damit ihr euch darauf vorbereitet. So we don't have the chat, but I was going to ask you the question. I just have you answer it in your own mind. Ich werde euch die Frage stellen. Wir haben zwar den Chat nicht, aber ich will, dass ihr euch das für euch selber beantworten könnt. I've helped about 1,000 people to earn $1 million a year in network marketing. Ich habe über 1000 Menschen geholfen, über 1 Million pro Jahr zu verdienen mit Network Marketing. I've helped tens of thousands to earn over 6 figures a year in network marketing. Ich habe über 10.000 geholfen, mehr als 100.000 Euro pro Jahr zu verdienen im Network Marketing. And I've helped millions of people have a nice part-time income in network marketing. Und ich habe schon Millionen geholfen, die sich gerne ein zweites schönes Einkommen aufbauen konnten. I promise you, I can help you if you're ready for this moment. Und ich verspreche euch, dass ich auch euch helfen kann, wenn ihr dafür ready seid. So here's my question. If I agreed to fly to your home and spend 3 days training you in your home, in Germany, wherever you are in the world, I would fly to your home, sleep on your couch, maybe you have a spare room somewhere, and I would train you for 3 straight days, December 1st, 2nd, and 3rd. Would you want me to come to your home and train you? Also wenn ich euch anbieten könnte, dass ich nach Deutschland fliege, nach Österreich fliege, in die Schweiz fliege und auch bei euch irgendwo auf der Couch übernachte, vom 1. bis zum 3. Dezember, damit ich euch trainieren kann, würdet ihr das wollen, dass ich das tue? Alle die Hände Train hoch, you. wenn ja. Alle die Hände hoch, wenn ja. Yeah, right. Okay, all right. So like day 1, I'll train you how to recruit like crazy. Also im ersten Tag bringe ich euch bei, wie man rekrutiert, aber wirklich wie verrückt rekrutiert. Day 2, I'll teach you how to duplicate, how to use the system that you have and create more duplication, more independence on your team. Ich zeige euch, wie man richtig dupliziert. Das heißt, wie ihr Leute unabhängig macht und wie ihr auch schneller vorangehen könnt. And day 3 would all be about leadership. How do you become a better leader and how do you find and mentor more leaders on your team? Und am 3. Tag zeige ich euch, wie man bessere Leader wird und wie man Leute in eurem Team findet, die ebenfalls gute Leader werden können. So my first question is this. If I agreed, I'm going to fly to your city, to your home. I'm going to stay in your house and train you for 3 days. Would you want me to do it? Number 1. Das heißt, eben die erste Frage ist, würdet ihr wollen, dass ich zu euch komme und eben trainiere? Yes, they already said yes. Cool. Number 2, would you clear your schedule and make sure you had no distractions, nothing getting in the way? You would make sure that you
took care of all your family obligations, and you were totally focused while I gave you that training? Würdet ihr euer Terminkalender komplett blocken, damit ihr von nichts abgelenkt werdet, damit ihr euch einfach darauf fokussieren könnt und ihr mit mir dieses Training macht? I hope the answer is yes, you'd do that. Yes, they are very excited. Number 3, because I speak English Mhm. and you speak German, would you find someone who would come to your house with you and just help with translation? Weil ich Englisch rede und ihr Deutsch, wäret ihr fähig, jemanden zu finden aus eurem Umfeld, der sich uns hinzugesellt, der mich übersetzt, damit ich euch dieses Training geben kann? So I'll bet most of you could find someone, right? If I was coming to your house? Wenn er zu Probably. euch nach Hause kommen würde, denkt ihr, dass ihr jemanden finden würdet? Ich denke schon. And the fourth thing is, what if we let you invite whoever you wanted from your team to come to your house for those 3 days? Would you invite them to come to your house? Und wenn ich euch jetzt auch anbieten würde, dass ihr jeden aus eurem Team auch einladen könntet, der einfach hinzukommt in euer Haus, würdet ihr sie einladen, damit sie auch profitieren können? If I was coming, it would probably be a good idea to invite prospects even. Mhm. Have prospects come to the house for those 3 days. Es würde sich eventuell sogar lohnen, dass man interessierte Personen einlädt zu eurem Haus, damit sie sich diese Möglichkeit anhören. So I hope the answer is yes to all of those things. And the last thing is, how much is this going to cost you? For me to come to your house, do all the training, 3 days for you and your team. How much am I going to charge you for doing that? Genau, und die letzte und wichtigste Frage, was kostet es euch, wenn ich extra zu euch nach Hause komme, ihr euer Team einladen könnt und wir ein exklusives Training mit euch machen können? Was würde es euch kosten? What if I told you I'll do all of that and I'll cover my airfare, I'll cover my travel, I'll cover all the stuff. All I'm going to ask you to do is pay $97 US. Wie würde es sich anhören, wenn ich sage, dass ich alles selber übernehme, den Flug, alle meine Reisekosten und ihr nur $97 zahlen müsstet? Das sind circa 92 Euro. Would you agree? I hope you would. Würdet ihr dabei sein? Well, here's the thing. That's exactly what I'm going to do. So, But I can't. But I can't be like Santa Claus and be in everybody's house at the same time. Okay. So I'm going to host this event, and I'm going to broadcast this exact live training into your house for you and everybody on your team for $97 for 3 days. Okay. Also er sagt, das ist nämlich genau das, was er uns anbieten wird. Er ist aber nicht Nikolaus und kann sich nicht gleichzeitig überall sehen lassen. Das heißt, wir drehen ein bisschen die Sache und er wird aus seinem Studio in Las Vegas uns coachen, direkt live, damit wir uns connecten können. 3 Tage lang für uns, für unser Team, für $97. I'm literally going to come into your house live, for real, and train everything I just said. Ich komme wortwörtlich in eure Häuser rein und ich trainiere euch live, wie versprochen. So the reason why I'm doing this is I want to see you win. And the thing that makes me happiest is when I'm able to contribute to somebody's success in this profession. Der Grund, warum ich das tue, ist, weil ich euch gewinnen sehen möchte. Und was mich heute noch antreibt, ist es, einfach meinen Beitrag zu leisten, damit diese Industrie und ihr als Menschen in dieser Industrie wachsen könnt. You have an incredible opportunity in front of you. Ihr habt eine unglaubliche Möglichkeit, die gerade vor euch steht. But I want to help you prepare for it and be ready for it. Ich will euch einfach darauf vorbereiten, damit ihr ready seid. Those who are prepared for what's coming in the next 12 months are going to be so grateful that they got the skills necessary to be able to capture the moment. Diejenigen, die bereit sein werden und sich in den nächsten 12 Monaten ready zeigen werden, das sind diejenigen, die da wirklich sehr profitieren werden. You might have heard of this event. It's called the GoPro Experience.
And we've held it every year, first week of December. This is December 1st, 2nd, and 3rd. Ihr habt wahrscheinlich von diesem Event schon mal gehört. Es heißt die GoPro Experience und sie findet immer im Dezember statt und dieses Jahr ist sie vom 1. bis zum 3. Dezember. The whole world is paying $200 to attend, but your organization we're making an exception, and you can get a ticket for just $97. Die ganze Welt bezahlt mindestens 200 Euro für dieses Ticket, aber für eure Organisation mache ich eine Ausnahme und es wird euch einfach diese 95 Euro kosten. And it's going to be held live in the United States from about 9 a.m. to about 5 p.m. Pacific time. But because of time zones, if it's inconvenient, no matter where you are in the world, we're going to have a total of a 3-day replay. So you'll be able to wake up wherever you are in the world and start watching the program. I'd encourage you to watch it live, but if you can't, you've got a full 72 hours after the event to be able to watch it all, depending on your time zone and where you are in the world. Das Event läuft ja live in Las Vegas und dort sind sie 9 Stunden zurück. Das bedeutet, es startet, wenn es bei uns so 17:30 Uhr, 18 Uhr ist und es geht bis in die Nacht. Aber das erste Mal jetzt wird es auch ein Replay geben, welches mehr als 3 Tage online sein wird, wo wir einfach das Material nachholen können, welches wir verpasst haben. Er rät uns zwar an, dass wir es live erleben und auch die Nacht durchmachen, habe ich die letzten 3 Jahre auch so gemacht, ist ein unglaubliches Erlebnis, aber ihr könnt es auch im Nachhinein anschauen. Now, you already agreed that if I came to your house, you'd figure out translation. Jetzt habt ihr schon eigentlich mir euer Okay gegeben, dass wenn ich zu euch kommen würde, ihr für Übersetzung sorgen werdet. So one way or another, you need to get a ticket. Das heißt, so oder so werden wir ein Ticket nehmen. But our intention is if we get enough tickets sold, then we'll provide the translation for you. Okay, aber unsere Intention ist es, dass wir natürlich so viele Käufer, so viele Interessenten haben, die diesen Kurs besuchen wollen, dass wir die Übersetzung für euch simultan auf Deutsch organisieren werden. But either way, get a ticket, have somebody help you with translation, or get a ticket and we will help you with translation, but get a ticket. Every single person who's serious about your business, you need to spend the $97 and take those 3 days, make them sacred, don't let anything get in the way, and let's go capture this moment. Genau, also ich nehme jetzt auch Eric da auf den größeren Screen, damit ich das, hold on. Er sagt, wir werden für Übersetzung sorgen, holt euch euer Ticket, hier ist der QR-Code, das ist extra für uns erstellt worden, gopro2023.com/German für Deutsch, dort könnt ihr das Ticket für $97 holen. Ich bürge dafür, zusammen mit meinen Leuten, dass wir zu 100% deutsche Übersetzung haben werden, Leute. Also ich verspreche euch das, jeder, der das Ticket auf Deutsch holt, wird simultan auf Deutsch übersetzt und das wird für uns alle ein Game Changer sein, wenn wir alle am gleichen Ort sind, auch wenn nur virtuell, 3 Tage lang, das wird wirklich bombastisch. And let me tell you also that it's my belief that whoever gets the most people on their team to watch this event and be part of this event is going to be prepared for 2024. So not only get a ticket for yourself, but push everybody on your team to get a ticket as well, so you can experience this all together. Mhm. Und ich appelliere jetzt an jeden Leader. Es ist klar, dass jeder von euch, auch wenn ihr wenige Leute im Team habt, aber der die meisten Leute des eigenen Teams dabei hat, wird am besten vorbereitet sein für 2024. Also ich sage euch wirklich, schaut einfach, dass so viele Leute aus eurer Organisation das Ticket holen, damit wir alle für 2024 ready sind. And from what I understand, I think there's something like 20 leaders from your organization that are going to be in the live audience here in Las Vegas, enjoying this event with us. Yes, und er sagt, so wie ich verstanden habe, wird es 20 Personen aus eurem Team haben,
die auch hier vor Ort in Las Vegas sein werden und das Ganze vor Ort genießen werden. Yes. Yes. So I hope you join us. I promise you this. If you attend, I can help you get to your goals faster. For sure. Ich verspreche euch eins, wenn ihr dabei seid bei diesem Event, egal ob in Person oder virtuell, wir werden eure Ziele schneller erreichen. You might not think you need this training right now because momentum's going so great. But there's going to come a time when you have to have the skills and you have to be the leader to be able to help your group through challenging times, through change, through adversity. And that's going to come for sure. And whoever's best prepared is going to have the biggest opportunity. Ja, macht den Fehler nicht und denkt nicht, dass ihr jetzt alles erreicht und deswegen ihr das nicht braucht. Der Moment wird kommen und ich bringe euch in diesen 3 Tagen bei, wie ihr am besten für das vorbereitet seid und auch wie ihr nachhaltig und schnell weiter wachsen könnt. So I hope I see you up on the walls during this live event. It would make me very, very happy. And this is a way for you as a company to flex a little, to have the whole world take notice that you guys have arrived. You're a force to be reckoned with, and you've built a really, really great thing. Genau, er hofft, dass er uns natürlich auf die vielen Screens, die er dann sieht, auf seiner Bühne dort uns wiedererkennen wird. Und er sagt auch, sieht es für euch als Chance, damit ihr als Firma dort breit auftreten könnt und sagen könnt, hey, wir sind Ascent Tribe, wir sind Jogan und wir sind hier ready, damit ihr seht, was wir gerade hier erschaffen. So that's what I came to say. And Sandro, I'll let you close it out, but I can't wait to see all of you December 1st, 2nd, and 3rd. And those of you that are coming over in person, I can't wait to see you and spend 3 days with you in person. Okay, thank you very much, Eric, for being here. My pleasure. We loved your input and also the fact that you told us that we are on the right way, trying to prepare us, to warn us. We appreciate this because what we are trying to do here is to build sustainable business. We just started, as I always say, and we won't stop soon. So thank you very much. Leute, danke vielmals, dass ihr da wart. Es war unglaublich, wirklich. Also ich habe wirklich die Dankbarkeit gegenüber Eric ausgesprochen. Es ist das eine, ich meine, er hätte genauso gut sagen können, yes, macht weiter, ihr seid die Besten. Er ist ein Mensch, er ist einfach ehrlich und direkt. Real Talk, next level. Das ist immer wichtig. Und er hat uns einfach gesagt, Leute, ihr macht einen super Job, aber ihr müsst euch einfach bewusst sein, dass ihr von der Person her und vom Leader her, den ihr seid, einfach mitwachsen müsst. Und so wie man sich halt Input holen muss beim eigenen Leader, beim Mentor, ist es wichtig, dass wir uns auch in diese Richtung coachen lassen, zu wissen, was auf uns wartet. Ich sage ihm immer wieder, Eric, wir bestimmen, wann dieses Momentum fertig ist. Und wenn wir uns darauf vorbereiten, auch das führt dazu, dass wir bestimmen, wann dieses Momentum fertig ist, Leute. Und deswegen nehmt es euch zu Herzen, seid dabei. Wir sind zu 20 dort vor Ort. Das Schönste, was wir machen können, ist das, was wir immer tun, als Team überall identifiziert zu zeigen, dass wir dabei sind. Und ich bin sicher, wir werden da sehr viele sein. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das Coaching heute Abend wird gleich dann auch auf Dropbox erscheinen. Und die Slides, die wir für heute Abend bereitgestellt haben, die zeigen euch ganz klar auf einem Überblick, was die 4 Steps sind, die wir nutzen müssen, um Duplikation Next Level zu machen. Danke für alles, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Genießt es und bis zum nächsten Mal. Ciao a tutti. Bye, bye.